Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fat Kosmos, zu einer Entdeckungsreise durch das Weltall. Und ich habe heute auch einen Gast dabei, den Johann. Herzlich willkommen, Johann. Willkommen, Freunde des Weltalls. Und zwar habe ich heute für euch eine ganz besondere Galaxie. Sie hat so viele verschiedene schöne Farben, fast schon regenbogenartig. Und in der werden wir uns eine Welt suchen. Und zwar wird es, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, nicht nur philosophisch-wissenschaftliche Themen geben, sondern auch Entdeckungsreisen durch prozedural generierte Welten. Und hier picke ich mir dann eine Galaxie raus, ein paar Sterne und ein paar Welten und wir besprechen die zusammen, ob es denn wirklich so eine Welt geben kann, ob es dort Leben geben könnte, was auch immer. Hier fangen wir mal an mit einem schönen Doppelsternsystem. Und zwar haben wir hier nicht nur einen großen Stern, sondern wir haben hier einen Überriesen. Der ist unvorstellbar groß, größer als unsere Sonne. Und jetzt auch mal eine Frage an Johann. Kannst du dir vorstellen, dass es so große Überriesen gibt, die größer sind als unsere Sonne oder unsere Erde? Es ist unvorstellbar. Wir sind so klein und wenn ich davor stehen würde, würde man mal von der Hitze absehen, würde ich nur eine gelb-orange Masse sehen. Abgesehen von der wissenschaftlichen Erklärung frage ich mich manchmal schon, warum die Natur so große Gebilde fabriziert. Du hast vollkommen recht, die Vorstellung ist einfach unglaublich. Und was dies auch für den Planeten, die Planeten, für Auswirkungen hat. Kommen die Planeten näher an einen Stern, dann kommen wir so langsam in die habitable Zone. Das heißt, hier könnte sehr gut Leben entstehen. Sind die Planeten sehr nahe an einem heißen Stern, dann ist der Planet heiß und karg und ohne Leben. Sind die Planeten eher sehr weit weg, dann sind die Planeten oder Monde kalt und meist ohne Leben, so wie wir es kennen oder gewohnt sind. So wie dieser Planet ist hier, den wir jetzt hier im Video sehen. Der Planet ist eher karg und der rote Überriese ist von der Hitze so stark, dass wir hier eigentlich kein Leben erwarten können. Wir sehen hier auch, dass die Atmosphäre sehr schwach ist und sie geht von den lila Tönen schon ins Schwarze. Falls ihr euch übrigens wundert über die Musik, die habe ich teilweise selber komponiert. Solltest du Musik selber komponieren, kannst du mir gerne schreiben und mir eine Erlaubnis geben. Dann werde ich deine Musik im Video verwenden und dann auch natürlich namentlich erwähnen. So, hier sehen wir auf jeden Fall in der Videosequenz einen schönen Canyon, der sich über viele, viele Kilometer erstreckt. Und hier sehen wir den roten Überriesen, der eine unglaubliche Größe am Himmel ist. Auch sehen wir hier den kleinen Stern. Er ist deutlich lichtschwächer als der große rote Überriese. Und unsere Erde wäre wahrscheinlich im Vergleich zum roten Überriesen einfach nur ein kleiner Pixel auf dem Bildschirm. Hier nochmal der Cannon, den man hier sieht. Und hier könnte es vielleicht sogar einmal Wasser gegeben haben. Der scheint aber ausgetrocknet zu sein. Und wer weiß, wenn sich der rote Überriese irgendwann mal zu einem kleinen Zwerg entwickelt, vielleicht bleibt ja dann noch ein bisschen was von der kleinen Sonne übrig und innerhalb von Millionen, vielleicht sogar Milliarden Jahren kann hier vielleicht sogar mal Leben entstehen. Und auch wenn kein Wasser auf dem Planeten ist, wer weiß denn schon, ob vielleicht ein Asteroid auf diesem Planeten einschlägt, der beispielsweise gefrorenes Eis mitbringt und so vielleicht wieder dem Planeten Wasser schenken kann. Und der kleine Nachbarstern folgt dem roten Überriesen. Natürlich kann sie aufgrund
der großen Schwerkraft nicht entkommen. So, dann sind wir auch langsam wieder beim Ende angelangt und dann bedanke ich mich bei dir, beim Zuschauer und bedanke mich auch ganz herzlich beim Gastredner Johann. Es hat mich auch sehr gefreut, dabei zu sein und bis zum nächsten Mal.